Ja, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich zwei Uhren auf dem Tisch und zwar einmal die Polar Pacer Pro bzw. die Forerunner 255. Ich möchte euch im heutigen Video zeigen, was hier die Unterschiede bei den Navigationen sind. Beide Uhren unterstützen die sogenannte Krümelnavigation, das heißt eine Navigation ohne Karte. Beide Uhren unterstützen die Möglichkeit, über Komoot zu planen. Das heißt, ihr könnt dann eine Tour planen und wenn ihr die Konten miteinander entsprechend verbindet, werden dann die Routen synchronisiert und ihr könnt die auf die Uhr überspielen. Ein Unterschied hat die Garmin Forerunner 255. Garmin bietet eine hauseigene Tourplanung an. Ihr könnt einmal das Ganze über die App planen, also das heißt in die App reingehen und hier die Strecke entsprechend planen oder das Ganze dann über Garmin Connect am PC. Da müsst ihr euch entsprechend auf der Webseite anmelden und könnt hier auch eine Tourplanung durchführen. Wie das Ganze mit der Tourplanung bei Garmin über den PC läuft, da habe ich mal ein Video zu gemacht, das verlinke ich euch einfach mal, da könnt ihr das Ganze mal anschauen, wie das da aussieht. Polar bietet diese Möglichkeit leider nicht an. Ihr habt aber die Möglichkeit, wenn ihr jetzt ein anderes Tool nutzt, außer als Komoot, zum Beispiel AutoActive etc., hier die Daten dann per GPX oder TCX herunterzuladen und diese dann ja bei Polar einzuspielen und hier entsprechend die Route zu importieren und danach navigieren zu lassen. Wie das Ganze jetzt aber in der Praxis aussieht, das zeige ich euch jetzt ja im Praxisteil. Oder haben wir jetzt beide Uhren und zwar einmal die Forerunner 255. Hier sehen wir schon mal das Streckenprofil. Wir werden nachher ein Stück im Wald laufen, um das Ganze mal testen. Ich laufe hier mit Multiband-GPS, das heißt also mit dem optimalsten GPS, das ermittelt werden kann. Das heißt also, hier wird dann aus allen Satellitensystemen der perfekte Koordinatenpunkt ermittelt bzw. berechnet. Wir können natürlich auch noch ein paar Einstellungen vornehmen an der Forerunner 255. Wir können zum Beispiel einen Pace Program erstellen, das heißt also, dass wir dann die Strecke auf einem gewissen Tempo laufen, was wir dann als Ziel haben möchten. Und wir haben die Option, dann auch die Strecke rückwärts zu laufen bzw. uns auch das Höhenprofil nochmal anzuschauen. Ja, und das sehen wir hier, das ist sehr unspektakulär heute. Also ich laufe heute im Flachen. Und wir sind hier 32 Höhenmeter. Bei der Polar Pacer Pro die gleiche Strecke und hier laufe ich dann mit GPS und Galileo. Auf der Pacer Pro sehen wir ebenfalls am Anfang schon mal die Höhenmeter der Strecke. Und hier habe ich natürlich auch neben einem Pace Pro Plan noch die Möglichkeit, hier auch die Kohlenhydraterinnerung einzustellen, beziehungsweise auch eine Trinkerinnerung. Ja, und auf der Pacer Pro habt ihr natürlich auch die Möglichkeiten, hier die Richtung zu ändern der Route. So, hier vorne habe ich jetzt einen Punkt geplant. Einmal laufen wir jetzt hier rechts rum. Und später kommen wir die gleiche Strecke wieder zurück, aber biegen hier dann, von da aus kommt auch rechts ab. Und ich will euch mal zeigen, wie die Doppelung der Route dann aussieht. Wir sind hier auf der Garmin-Uhr. Das Schwarze sind wir gelaufen, das Rote ist noch vor uns. Und genau, wir müssen jetzt hier rechts abbiegen. Wir sehen hier auch wunderbar den Profilverlauf. Bei der Pacer Pro ist nochmal farblich unterschieden. Wir sehen jetzt hier, das hellgrüne ist das, was wir noch laufen müssen. Das dunkelgrüne ist das, was wir nachher laufen. Und unten bekommt noch angezeigt, dass die Reststrecke noch 7,2 Kilometer ist. Jetzt bin ich auch bei der Weggabelung direkt angekommen. Das sehen wir jetzt hier. Und da sehen wir jetzt auch, dass wir nach 16 Metern abbiegen müssen. Und wir bekommen hier so eine Weggabelung angedeutet oben. Da sehen wir hier einfach hier, dass wir rechts abbiegen müssen. Und in 16 Meter. Ja, und bei der Garmin-Uhr gibt es dann nur einfache Pfeile, die dann entsprechend angezeigt werden. Also keine Weggabelung in dem Sinne. Bei der Polar Pacer Pro komme ich 24 Meter vor der Abbiegung dann die Abbiegung angezeigt. Leider die Forerunner hier an dieser Stelle keine Abbiegung angezeigt. Also manchmal ist es ein Problem zwischen Komoot und Garmin Connect, dass nicht alle Abbiegungen angezeigt werden. Es sind nicht viele, aber es kommt mal vor. Jetzt nähern wir uns mal der Kreuzung. Es sind hier noch 10 Meter. Und jetzt kommt dann das Symbol, dass wir abbiegen müssen. Also ihr kriegt dann nochmal einen Hinweis und eine Vibration auf die Hand bzw. das Handgelenk. Und was wir ganz gut erkennen können, ist hier das Profil. Wir sehen hier wirklich schön, wie das rechts abbiegt. Man kann das auch reinzoomen und dann bleibt es so stehen. Also wir sehen jetzt hier, also hier gibt es eine Weggabelung tatsächlich. Also hier stand gerade ein Auto, da kann man links reinfahren. Das ist nicht ein weiter Weg, aber es ist ein Weg, den man abbiegen könnte. Und es gibt natürlich hier den offensichtlichen Weg, der rechts weggeht, das den wir jetzt laufen müssen. Wie gesagt, bei der Garmin haben wir jetzt keinen Hinweis bekommen. Wir sehen jetzt, dass die Garmin hat standardmäßig 0,3 Kilometer eingestellt. Also ich habe jetzt mal bis auf 50 Meter reingezoomt, aber das bleibt dann leider nicht so stehen. Und wir sehen auch hier, entsprechend ist das Profil abgebildet. Wir sehen hier, dass es jetzt rechts rumgeht. Und oben haben wir eine Doppelung drin, weil ich den gleichen Weg nochmal zurücklaufe. Daher sehen wir jetzt hier gerade 2 Striche, das ist eine grafische Anzeige. Also wir laufen das gleiche gleich nachher nochmal zurück. Und ja, da ist wie gesagt kein Abbiegehinweis gekommen für den Weg hierzu. Aber wir sehen jetzt hier auch am Profil, dass es rechts abgeht und dann wieder geradeaus. Also wie auf der Polaruhr auch. Wir nähern uns jetzt auch der nächsten Kreuzung und bei Garmin ist es so, wie gesagt,
Ihr bekommt unten das entsprechend angezeigt, 58,2 Meter bis zur Kreuzung. Ihr bekommt dann auch ein Signal, jetzt bei 42 Metern geht so ein kleiner Piepston und eine Vibration. Und wenn ihr euch der Kreuzung nähert, dann sehen wir jetzt auch hier, geht es entsprechend runter. Und wir bekommen jetzt die Anzeige links abbiegen. Nur ist es jetzt so, obwohl hier Multiband-GPS an ist, hier ist die Kreuzung, ich bin nämlich schon weitergelaufen. Also irgendwie habe ich nicht optimales Signal. Und wir sehen jetzt hier entsprechend die Abbiegung. Ich würde aber sagen, hier geht es den Weg geradeaus. Den werde ich jetzt mal einfach falsch laufen und einfach gucken, wann die Uhren wie reagieren. So, wir bewegen uns jetzt mal kurz zu dem Weg hin. Wir sehen jetzt hier, also entsprechend hier müsste ich jetzt langlaufen, zum schönen Sonnenuntergang. Ich laufe jetzt aber mal kurz hier lang. Das ist wirklich komplett falsch. Die Uhren sind auch sehr schnell ausgerichtet und justiert. Das geht bei beiden Uhren sehr schnell. Wir sehen auch bei der Pacer Pro, auch der Pfeil ist entsprechend in meine Laufrichtung, wie ich jetzt gerade stehe. So, perfekt. Okay, dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter und schauen mal, wie lange es dauert. Jetzt sehen wir schon, wir bewegen uns jetzt hier entsprechend weg. Und auch hier bewegen wir uns entsprechend vom Weg. So, bei der Garmin habe ich jetzt gerade, als ich von Polar abgefilmt habe, direkt schon die Streckanweisung bekommen. Und die Polar hat sich auch gerade direkt gemeldet, falsche Richtung, also sehr schnell. Wir sehen jetzt hier an dem Baum hier, da ist jetzt da, wo ich falsch abgewogen bin. Ja, was wird es sein? 20 Meter. Und dann habt ihr schon den entsprechenden Hinweis bekommen, dass ihr auf der falschen Strecke seid. So, wir bewegen uns jetzt ein bisschen im Wald. Ich muss mich für die Autobahn entschuldigen, weil das einzige Stück im Wald, wo ich jetzt eine Abbiegung habe, die ich zeigen kann, zumindest in unmittelbarer Nähe. Und ich habe jetzt mal beide Uhren aufs Handgelenk gelegt, dass wir dann den direkten Vergleich haben. Jetzt müsste gleich die Abbiegung kommen. Ich bin mal gespannt, wie es ist, weil, wie gesagt, links läuft die Polar Pacer Pro mit Galileo und GPS und rechts haben wir Garmin mit Multiband. So, und bei der Polar Pacer Pro bekomme ich jetzt nach 23 Meter die Abbiegehinweis. Garmin sagt immer noch 89 Meter bis zum nächsten. Die Garmin scheint Probleme mit dem Signal zu haben. Wir haben gerade gesehen, in 20 Metern. Und wir sollen jetzt abbiegen. Jetzt zoomen wir mal kurz in die Garmin rein. So, wir sehen eindeutig, beide Uhren sagen eigentlich, dass wir an der gleichen Position sind. Und dass wir links abbiegen sollen. Das machen wir jetzt mal. Ja, mal kurz zu zeigen, wie ich hier laufe. Wir sehen hier, ich laufe jetzt wirklich durch tiefes Geäst. Und wir sehen auch hier, beide Uhren zeigen das an. Wir bewegen uns gerade auf der Strecke. Wie gesagt, das hellgrün ist noch laufen. Ich habe jetzt mal beide Uhren aufs Handgelenk gelegt. Dann gehen wir einfach jetzt mal weiter. So, und die Pacer Pro sagt in 28 Metern abbiegen. Und die Garmin sagt jetzt abbiegen. Also wir haben hier einen kleinen Versatz von 28 Metern durch das GPS. Allein jetzt hier durch die Bewaldung. Und wir sehen auch hier Kreuzung. Hier geht's links, da geht's rechts. Wir müssen jetzt hier abbiegen. Das werden wir jetzt auch tun. So, jetzt kommen wir hier ein bisschen raus, wieder in die Lichtung. Und wir sehen, auf beiden Uhren sind wir auf der Strecke. Genau, und jetzt müssen wir abbiegen. Hier ist wieder eine Abbiegung, eine Kreuzung, das sieht man jetzt gar nicht so ganz genau. Wir müssen rechts abbiegen. Also die Polaruhr zeigt gerne mal mehr an. Wir sehen jetzt hier, es geht einfach hier nur rechts ab. Also hier gibt es keine Möglichkeit abzubiegen. Das macht Garmin nicht. Da ist Polar doch etwas, ja, ich sag mal, pfeilfreundlicher. Gibt lieber ein Signal mehr als eins zu wenig. Muss ich auch sagen, finde ich positiv, weil ich hier keine Karte habe. Und so weiß ich immer, dass ich dann richtig laufe. Also es ist auch nicht so, dass es zugespammt wird. Aber trotzdem, an markanten Stellen kriegt man dann ein Signal. Dann kommen wir mal zu den Anzeigen, die es so im aktuellen Betrieb gibt. Bei Garmin ist so, ich kann mir hier Aussichtspunkte setzen. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal schöne Aussicht in 250 Metern. 817 Metern zum Beispiel eine gefährliche Kreuzung und eine Verpflegungsstation in 2,1 Kilometer, beziehungsweise Campingplatz habe ich jetzt einmal genannt. Da könnt ihr entsprechend die Sachen hinterlegen, wo was ist. Das geht einfach ganz einfach. Ihr müsst da in Garmin Connect hinein und da könnt ihr dann entsprechend die Punkte aussuchen, beziehungsweise hier einen Punkt setzen und da entsprechend dann das markieren, was ihr benötigt. Ihr könnt es dann auch umbenennen und habt dann hier so eine Übersicht auf der Tour. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Höhenprofil. Wir sehen jetzt einmal hier, na gut, das Höhenprofil ist nicht so groß. Die Gesamtstrecke ist 7,9 Kilometer. 8 Meter Höhenmeter habe ich jetzt geschafft. 17 Höhenmeter stehen noch vor mir, also sehr viel. Links ist das, was wir gelaufen sind, also das Grüne, und rechts das Blaue ist das, was noch bevorsteht. Ist natürlich dann in den Bergen interessanter oder beim Trailrun als jetzt hier, aber einfach nur zur Veranschaulichung, wie das Ganze dann hier aussieht. Oh, und 2 Zuschauer bekomme ich auch gerade. Hallo! Ja, dann bekomme ich noch angezeigt, Zeit bis Ziel, das ist noch 1 Stunde und 1 Minute, weil ich jetzt halt sehr langsam unterwegs bin. Verbleibende Distanz 4,28 Kilometer und die Ankunftszeit geschätzt wäre 22:33 Uhr. Das natürlich jetzt nur, weil ich jetzt filme und ständig stoppe, habe ich dann solche Zeiten. Aber ihr bekommt das entsprechend angezeigt und ist auch sehr genau. Und falls es gerade ein bisschen stört, das sind die 2 hier. Moin. Guten Appetit.
Dann bekomme ich jetzt nochmal die Distanz und den Timer angezeigt und die Pace. Und hier bekommt ihr dann auch, ich stehe jetzt gerade, wenn ihr den Brustgurt tragt, wie ich jetzt gerade, dann bekommt ihr auch die Bodenkontaktzeit und Balance. Also ihr bekommt dann alle Datenfelder auch angezeigt, die ihr sonst auch ja, bei dem entsprechenden Profil hinterlegt habt. Und natürlich bei der Forerunner 255 dann auch die Leistung dabei. Dazu aber dann mal später mehr in einem anderen Video. Falls sich so ein Thema interessiert, auch bei der Forerunner oder generell oder bei der Forerunner 955, die jetzt hoffentlich bald bei mir eintrifft, da werde ich das Ganze nochmal thematisieren, auch vergleichen mit Stride und mit den anderen Uhren. Falls du, wie gesagt, sowas interessiert, lasst doch gerne ein Abo da, dann verpasst du dieses Video nicht. Bei der Pacer Pro haben wir, wie gesagt, auch die Strecke. Wir sehen es auch hier, 4,29 Kilometer bis zum Ziel. Dann bekommt ihr auch alle Datenfelder angezeigt, die ihr habt. Jetzt habe ich hier zum Beispiel oben den Puls, dann die Distanz, dann die Zeit. Ich habe hier auch nochmal ein Leistungsfeld selber eingestellt, das sehen wir dann auch nochmal hier. Durchschnittliche Leistung ist jetzt 157, weil ich gerade stehe. Und die aktuelle Leistung ist bei 0, weil ich wie gesagt stehe. Auch hier haben wir jetzt 1 Meter weniger gemacht, 5 Meter Aufstieg und auf 98 Höhenmeter sind wir hier. Und hier gibt es dann auch bei Polar so eine Leistungsanzeigen, seht ihr immer in welchem Maximalbereich ihr unterwegs seid, beziehungsweise ja was Max Min ist und in welchem Korridor dann seid. Und auch hier ist es so, ihr bekommt ein Höhenprofil angezeigt, das ist ein bisschen ja genauer graduiert. Aber auch hier ist es so, das graue links sind wir schon gelaufen und das hellgraue rechts steht noch vor uns. Und unten sehen wir dann noch 6 Höhenmeter haben wir hier noch, also es sind ein paar weniger. Und 5 Höhenmeter haben wir schon geschafft. Die Pacer Pro bietet dann auch noch einen Hill-Split an. Das heißt, ihr erkennt dann auch entsprechend, wie lange ihr schon eine Steigung lauft oder ein flaches Gelände. Wir sehen es auch hier, es wird langsam ein bisschen dunkler. Da muss ich immer das ein bisschen bewegen, dass auch dann Hintergrundbeleuchtung ist. Also das heißt, Display ist dann auch ein bisschen dunkler. Ja, ihr bekommt dann auch nochmal so einen Herzkorridor angezeigt. Also wie gesagt, alle Datenfelder sind entsprechend dann so vorhanden, wie ihr das dann entsprechend auch ja, hinterlegt habt. It feels like it's been forever, laughing all day. We spin around, your hand reaches mine. Feels like I can do anything. Ja, und wenn ihr euch dann entsprechend der Verpflegungsstation nähert, seht ihr jetzt auch ein Symbol für die Verpflegungsstation in 695 Metern. Dann wisst ihr immer, dass hier Verpflegungsstation kommt. Ja, wir sehen auch, ich habe hier Runde abgekürzt aufgrund der Zeit. Garmin hat das erkannt und hat erst gesagt, falsche Richtung. Aber nachdem ich immer weitergelaufen bin, hat Garmin gesagt, okay, akzeptiere ich. Da laufen wir jetzt weiter. Die Polar Pacer Pro hat ein bisschen länger gebraucht, um das zu verstehen, aber hat es auch irgendwann verstanden. Und wir sehen auch hier, entsprechend wurden jetzt hier auf 2,88 Kilometer das Ganze gekürzt. Und ich bin jetzt wieder on Tour. Also das heißt auch, ihr könnt eine Strecke, wenn eine ja, Überkreuzung drin ist und ihr sagt, okay, die Schleife laufe ich nicht, das entsprechend überspringen und einfach weiterlaufen. Das wird dann von der Uhr erkannt. Dauert einen kleinen Moment, aber das funktioniert. Ja, bei den Uhren bekommt ihr nach dem Lauf hier nochmal eine Auswertung der Daten. Wir sehen jetzt hier 6,53 Kilometer und 1,14. Das ist halt, wenn man wirklich filmt, dann ja, da ist man recht langsam. Dann kriegt man nochmal eine Überblick der Pace, der Herzfrequenz. Wir sehen hier, ich war wirklich im Low-Bereich. Dann bekomme ich nochmal hier eine Auswertung. Das war V2 Max Training. War gut, Belastung 106. Ich bin aber zwischendurch schnell gelaufen. Fand ich jetzt aber nicht so anstrengend. Und bekomme noch eine Auswertung. Formaufbau, VO2 Max auf 45, nicht verändert. Erholung 24 Stunden. Und das gleiche bei der Pacer Pro. 1 Stunde 15, 6,06 Kilometer haben wir in dem Fall. Also hier fehlen tatsächlich ein paar Meter. Also man sieht hier schon einen kleinen Unterschied gegenüber dem Multiband. Dann kommen wir zum Herzfrequenzbereich. Hier hatte ich aber keinen Brustgurt an. Bei der Garmin hatte ich jetzt einen Brustgurt an. Wir sehen jetzt hier 133, 167. Und hier bekomme ich dann nochmal eine Einteilung in die Zonen, also in welchen Herzfrequenzzonen ich unterwegs war. Was ich bei Polar sehr charmant finde, ist auch die verbrauchte Energie. Wir sehen hier links das Orangene sind die Kohlenhydrate und das rechts ist die Fettverbrennung. Wenn wir nochmal runterscrollen, sehen wir 58% Kohlenhydratanteil, 41% Fett und 1% Eiweiß. Ja, hier sehen wir auch nochmal die Tempoaufteilung zwischen 4,16 die schnellste Zeit und 12,26 die langsamste. Das gleiche auch mal mit der Leistung, die bekomme ich auch nochmal angezeigt. Und hier bekomme ich dann auch eine muskuläre Belastung, das sehen wir unten die Punkte. Das wird dann nochmal extra ausgewertet. Ja, was ich gerade beim Gehen noch mir eingefallen ist, was ich vergessen habe, wir haben bei Garmin auch eine Live-Track-Funktion. Das bedeutet, ihr könnt dann eine Adresse hinterlegen, eine E-Mail-Adresse, der bekommt dann entsprechend eine E-Mail und kann immer dann verfolgen, wo ihr unterwegs seid, damit ihr, ja, wenn ihr unterwegs seid, euch ein bisschen Sicherheit fühlt. Beziehungsweise, wenn irgendwas passiert, dass die Person dann einfach weiß, wo ihr gerade seid. Dazu ist aber zwingend ein Handy erforderlich, also ohne Handy geht das Ganze nicht, weil das Handy dann entsprechend GPS-Daten sendet, beziehungsweise dann an den Garmin-Server sendet. Wie das Thema Live-Track funktioniert, das habe ich mal in einem anderen Video gezeigt, das verlinke ich dir mal hier oben. Da kannst du mal anschauen, wie man das Ganze einrichtet und wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Ja, dann mal ein kleines Fazit zur Navigation. Insgesamt erfüllen beide Uhren ihren Zweck, das heißt also, ihr könnt dann entsprechend eine Strecke verfolgen oder folgen. Bei der Garmin-Uhr ist es leider so, dass nicht immer alle Abbiegehinweise kommen. Also ich sag mal so 2-3% der Abbiegehinweise erscheinen leider nicht. Vorteil der Garmin-Uhr ist natürlich, dass ich hier Wegpunkte hinterlegen kann und Ziele, beziehungsweise dann auch ja, Verpflegungsstationen etc. und das dann entsprechend auf der Uhr angezeigt bekommen.
Die Polar Pacer Pro bietet das zwar nicht an, also diese Ziele entsprechend anzuzeigen, was ich aber hier sehr gut finde, ist die Umsetzung der Grübelnavigation. Ich finde vor allem die Pfeilangaben sehr praktisch, also gerade bei Weggabelung finde ich es ganz toll, oder auch, dass eigentlich fast jede Abbiegung dann angezeigt wird, wobei ich es auch schon im Video erwähnt habe, man wird dazu nicht zugespammt, also es ist nicht so, dass ihr jetzt alle Minute da eine Abbiegung bekommt, nein, es ist wirklich dann bei jeder Kurve, die dann auch wirklich eine größere Kurve ist, kommt dann eine Anweisung und ihr wisst genau, wo ihr hin müsst. Wenn ich mich jetzt für eine der beiden Uhren entscheiden müsste, was jetzt rein die Navigation angeht, würde ich mich hier tatsächlich für die Polar Pacer Pro entscheiden, weil hier einfach die Navigation am besten umgesetzt ist. Die Garmin-Uhr hat an der Stelle andere Vorteile. Ich werde das Ganze dann auch nochmal im Vergleichsvideo darstellen. Das heißt, also, wenn dich das Thema interessiert, lass auch gerne ein Abo da. Wenn dich eine Uhr jetzt noch genauer interessiert, das heißt, wenn du noch mehr sehen möchtest, dann habe ich hier zu beiden Uhren auch nochmal ein separates Video gemacht, wo ich dann auch zeige, wie ihr Strecken verwalten könnt, beziehungsweise hier Strecken auf die Uhren bekommt. Ich verlinke euch das jetzt einfach mal hier, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe hier auch mal eine Playlist, da kannst du mal schauen, was es sonst noch alles auf dem Kanal gibt. Wenn das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich alles Gute, danke für deine Zeit, tschüss, bis zum nächsten Mal.